Moin Freunde, bevor das Video losgeht, denkt gerne noch an das Gewinnspiel. Das Ganze läuft noch bis Samstag und zwar werden wir das Ganze im Stream auslosen. Seid dabei, ansonsten die nicht dabei sind, am Sonntag wird ein Video auf YouTube kommen, da wird der Gewinner auch nochmal bekannt gegeben. Am Samstag im Stream nach der Challenge mit Capso werden wir den Gewinner bekannt geben und geht dazu einfach auf das Video von gestern. Und dort habt ihr, wie gesagt, noch Zeit bis Samstagabend, sag ich mal, und habt noch die Chance, 100 € zu gewinnen. Wir haben ein zweites Giveaway, den LD am Start, deswegen schaut da gerne vorbei. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fische. Wir befinden uns heute auf meinem Main, dem Magier Stufe 772. Und ich hatte zufälligerweise heute mal meine Prozentchancen in den Dungeons ausgerechnet, wie und wo ich hier momentan gerade stehe. Ja, ich habe mich zwar jetzt equipmenttechnisch 0 verbessert, allerdings haben wir jetzt auch in der Zwischenzeit viele Stat-Punkte farmen können, haben ein bisschen Ausdauer dazu gewonnen und das hat tatsächlich schon Ausmaße angenommen, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Ja, ich zeige euch das am besten mal. Also wir sind hier in der Schattenwelt, jetzt gerade bei 3 von 10 bei der Werkstatt der Untotenjäger. Ich meine, ja, ich glaube, wir hatten letztes Mal hier Magnum besiegen können und sind jetzt hier gerade bei der Bojen-Badeaufsicht, ja. Und dann hatte ich mal geguckt, okay, wie sieht es denn jetzt hier in der Werkstatt der Untotenjäger aus? Und wenn wir hier mal reingucken, dann sehen wir hier, okay, 1,35%. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und der Gegner danach hat sogar 2,26. Das sind Prozentchancen, wo ich in der Vergangenheit immer sehr gerne reingegangen bin, weil das wirklich, ja, das ist schon wirklich gut machbar. Das liegt in einem Bereich, wo ich sage, okay, die Pilze gebe ich jetzt mal dafür aus. Und das ist die Mission des heutigen Videos. Wir versuchen, die beiden Gegner hier zu besiegen und uns hier voranzukämpfen, bevor wir dann wieder ja, ein bisschen Pause machen bei Retro-TV-Legenden unter 1%. Ich meine, das ist immer noch sehr gut. Andere würden sagen, das ist Free Try. Ist es auch. Ja, andere würden aber auch sagen, das ist Free Try oder das hier oder das. Das dann nicht mehr so, aber ja. Wir gehen mal rein und gucken uns mal so ein bisschen die Tries an, weil die Chancen stehen wirklich sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich die beim letzten Mal gar nicht großartig hier getried habe, die Gegner. Wenn die dann doch eigentlich so relativ easy sind, ja. Boah, ja, das ist schon ein erster guter Try. So direkt zum Start, zum Warmwerden. Und ja, ich hatte letztes Mal mich eigentlich nur so auf diesen Magnum konzentriert. Aber dass das hier in der Schattenwelt hier in der Werkstatt auch schon so gut aussieht, das hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, ja. Und deswegen muss ich sagen, also da müssen wir direkt rein. Ja, mal gucken, wie viel Tries wir brauchen. Ich denke mal, ich hoffe, dass wir für beide Gegner, ja, so, wenn wir bis 7000 Pilze runtergehen, dass das da eigentlich klappen sollte. Also, dass wir da beide Gegner bis dahin besiegt haben. Ich kann mich auch täuschen. Es kann länger dauern. Dann könnte es natürlich sein, wir sind ein bisschen unlucky. Ne? Aber mein Call ist bis 7k gehen wir runter. Und bis dahin sollten die Gegner hier, zumindest laut Aussage von SF-Tools, sollten die eigentlich machbar sein. Ja? Deswegen, let's go. Ein paar gute Crits. Und dann sind die Gegner hier down. Ich bin gespannt. Also wen hatten wir danach? Wir hatten 3, 4... Dann müsste die 5 Werkstatt. Okay, das ist dann wieder ein Krieger. Okay, da bin ich sehr gespannt, weil gegen die Krieger kämpfe ich ganz gerne hier in den Late-Game-Dungeons, weil die machen dann... Okay, das könnte er sein. Okay, let's go. Nice. Da haben wir den ersten schon mal down. Sehr, sehr stark. Wir gucken uns den ganzen nochmal an hier in normaler Geschwindigkeit. Beziehungsweise nicht normale Geschwindigkeit, sondern komplett mit dreifacher Geschwindigkeit. Was soll ich sagen? Ich kämpfe sehr gerne mit meinem Magier gegen Krieger hier im Late Game, weil die machen nicht so viel Schaden und dadurch halte ich mit meinem Magier ja den einen oder anderen Treffer vielleicht dann mehr aus als gegen jetzt Kundis hier, ne, oder gegen Mages, ne? Und das führt dazu, dass die Runden halt länger gehen und der Wutbonus, der Rage-Bonus sich so ein bisschen ja hochschaukeln kann, sodass wir
auf dem Magier hier, wenn es gut läuft, wirklich sehr gute, hohe Crit-Treffer sehen. Ja, wir gucken uns das auch gleich sonst nochmal an. Der nächste Gegner ist hier der Bluthund Knallukart. Ja, schauen wir mal, wie der jetzt hier aussieht. Der macht natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden, ja. Aber der hält natürlich dementsprechend auch nicht ganz so viel aus. Gucken wir uns mal so ein paar Tries an hier gegen ihn. Okay, ja, also er crittet mich gut weg. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil wenn wir mal critten sollten, dann, ja, und die Spanne einigermaßen passt, dann wächst hier auch kein Gras mehr, ne? Ja, deswegen gucken wir mal. Ich meine, der hat mehr Chancen als der Kundi eben gerade. Deswegen sollte das, also mache ich mir da eigentlich keine großartigen Sorgen, dass er jetzt irgendwas, dass er jetzt mich zu viele Pilze fressen würde. Mein Call ist trotzdem noch, also bis 7k bin ich hier locker mit dabei und ich denke mal, das sollte auch machbar sein. Ich denke sogar bis 7100, wenn es hier gut läuft, ja. Schade, hätten wir da jetzt gekrittet, hätte das schon das Ende sein können. Ja, weil ich... Oh mein Gott, okay, jetzt hat Marquardt richtig gut geliefert. Okay, wenn wir jetzt nicht komplett reinkacken, dann könnte das jetzt das Ende sein. Dicker. Aber wir gucken uns mal den Try an von Marquardt, was Marquardt da kurz gemacht hat. Let's go. So, Marki 2,8, 2,6. Boah, das ging eigentlich sogar fit. Also es war jetzt gar nicht so übermäßig viel. Es waren halt 2 Crit-Treffer. Bertram hat, glaube ich, schon ganz gut Damage gemacht, tatsächlich auch zum Start. Und deswegen, ja, kam das hier, glaube ich, so rüber als... Also ich hätte gedacht, jetzt Marquardt hat ja alles gemacht. Aber Bertram hat auch gut dazugelegt. Okay, jetzt... Ja, er darf nicht critten. 1,1 Milliarden Leben. Huch, den wollte ich nicht speichern. Ja, wir müssen halt critten am Ende des Tages, ne? Okay. Marquardt wieder jetzt wahrscheinlich gut was geregelt hier. Jetzt komme ich. Erster Crit und noch ein Crit. Und wir überleben und lol. Okay, das war ein heftig knapper Kampf, ja. Armbrust Rowdy ist jetzt hier der nächste. So, und damit können wir den wegstreichen. Und das wäre dann der hier mit 0,09. Ja, den würde ich jetzt dann erstmal auslassen. Ne? Man muss ja jetzt auch nicht hier auf Teufel komm raus jetzt hier alle Pilze verbraten. Das ist es mir jetzt nicht wert. Ne? Generell muss man halt eben sagen, Pilzen im Late Game, also Dungeons Pilzen im Late Game, ist auch eher semi-optimal. Ne? Ich hatte es ja im letzten Dungeon-Video auch schon erwähnt, weil je höher man in der Stufe ist, desto weniger XP bekommt man. Man hat aber keinen Vorteil, dass man jetzt irgendwie auf höherer Stufe noch mehr Gold bekommt oder so. Ab 632 ist da das Limit erreicht, deswegen, ja, macht so keinen Sinn natürlich, ne? Außer, ja, besseres Equip, höheres Level, bessere Edelsteine, aber das war's, ne? Aber es ist nicht worth für die XP, sag ich mal, ne? Deswegen, ja, für mich ist das Ganze aber trotzdem am Ende des Tages immer noch Content und ich habe da auch Spaß an den Dungeons. Ich will mir das jetzt nicht kaputt machen dadurch, deswegen, ja, nehme ich die halt trotzdem. So, also hier gucken wir uns nur mal ein paar Tries an. Okay, wenn er reinkrittet, ja, dann mache ich da auch nicht viel. Aber wenn wir hier normale Treffer von ihm bekommen, dann überleben wir so 3 Stück. Ja, 6 Milliarden hier. Oh, 6,9 Milliarden. Sowas will ich sehen. Ja, sowas will ich sehen. Deswegen macht der Mage so viel Spaß. Fast ein 7 Milliarden Crit wieder rausgehauen hier. Und deswegen kämpfe ich gegen die Krieger am liebsten hier mit meinem Mage. Weil da kann sich das richtig schön stacken. Ja, der Wutbonus... Lass ihn 2-3 Mal treffen hier, ne? Zack, hier so eine kleinen Treffer. Wenn dann, critten darf er nicht. Aber sowas sehe ich hier richtig, richtig gerne, ja. Dass hier solche Schellen verteilt werden. Das ist richtig nice, ja. Einfach ein knapp 7 Milliarden Crit-Treffer hier. Das ist sehr schön zu sehen. Und das war auch schon ein sehr guter Try, der war fast down. Also dann wäre ich hier im Dreieck gesprungen. Oder im Kreis. Wenn der jetzt down gewesen wäre mit 0,09, holy shit. Ja, aber das ist sehr cool, ja. Also die 7 da vorne hätte mich noch ein bisschen mehr angeturnt, wenn da eine 7 gestanden hätte. Aber auch 6,9 ist schon nicht von schlechten Eltern, würde ich so sagen. Jetzt nochmal Crit. Okay, 6,8. Oh ja, das schmeckt schon. Das ist schon cool.
Das ist schon cool. Und meine Waffe ist ja auch schon relativ alt, sag ich mal, ne? Ich habe jetzt, warte mal, hier, das ist jetzt so die neueste, die ich habe. Die ist ja auch nochmal besser, ne? Also von der Spanne her geht sogar. Spanne ist gar nicht mal so extrem krass. Wenn wir uns das mal ausrechnen, ist das meine maximale Aura. 1130. 1130 ist die maximale Aura. Wir haben hier 4812. 4812 mal 1,5 ist gleich. Für diese Leute, die sich fragen, was ich hier gemacht habe, den Durchschnittsschaden mal 1,5 errechnet euch die maximale Rechtsrausspanne, die ihr finden könnt, auf, ja, anhand von dem Durchschnittsschaden halt, ne? Und das ist momentan 7218, das ist auch das höchste, was ich momentan kriegen kann, weil 1130 auch die höchste Gegenstandsqualität ist, die ich im Moment gerade bekommen kann. Also im Moment 7218. Rechts raus ist die maximale Spanne, die ich finden könnte. Würde ich die haben, ich habe ja momentan gerade hier 6500, ne, mit weniger Durchschnittsschaden. Ja, dann, also hätte ich die hier, dann wird es auch richtig knallen im Karton, das kann ich euch sagen. Also da, ich weiß nicht, was wir da denn für Crit-Treffer raushauen. Auf jeden Fall safe die 7 Milliarden, weil die haben wir ja eben gerade schon fast gesehen. Und ja, also da geht es dann Richtung 8 oder 9 Milliarden, ich weiß es nicht, was da möglich ist. Vor allen Dingen mit so, wenn wir dann so einen maximalen Spanntreffer dann auch hitten. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ja, vielleicht wirklich so 8 oder 9 Milliarden. Das ja, könnte wirklich interessant sein dann, ne? Aber ja, da habt ihr auch mal so ein bisschen. Jetzt, ich finde es cool, dass wir jetzt mal wieder einen Krieger haben hier. Das ist sehr nice. Da gucke ich mir demnächst wirklich mal ein paar Kämpfe an. Vielleicht machen wir auch noch mal extra eine Folge, nur um irgendwie den höchsten Crit-Treffer zu ermitteln hier, den wir austeilen können. Ja, schade, dass der jetzt nicht nochmal getroffen hat. Weil da hat er uns, glaube ich, 3-mal oder so jetzt getroffen. Ja, das finde ich richtig nice. Das ist auch schön anzusehen so. Das erfreut mein Magierherz einfach, so einen hohen Crit-Treffer zu sehen. Das ist richtig nice. Vor allen Dingen, wir haben halt in letzter Zeit immer nur gegen Kundschaft und Mages gefightet hier in der Schattenwelt. Deswegen ist cool, da jetzt mal wieder einen Krieger zu begegnen. Ne? Auch wenn wir ihn jetzt erstmal in erster Zeit jetzt nicht besiegen sollten. Aber alleine schon die Tries anschauen, macht schon echt Spaß. Ja. So, jetzt nochmal ein Crit. Schade. Ich dachte nochmal zum Abschluss. Vielleicht nochmal so ein mit einer schönen 7 vorne. Das hat leider nicht ganz gereicht. 6,9 war das höchste. Ja. Jetzt nochmal. Ah, schade. Okay, gut. Aber soll es erstmal sein für die Folge, ja? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ein bisschen Progress haben wir tatsächlich auch gemacht, ne? 2 Dungeon-Gegner besiegt, sehr schöne Sache. Damit, verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.